In 100 Gramm von diesem Brot sind nur 2,7 Gramm verwertbare Kohlenhydrate enthalten. Das bedeutet, in einer Scheibe von 25 Gramm sind es lediglich 0,67 Gramm. Ohne Mehl, ohne Gluten, ohne Zucker und 100% diabetikerfreundlich. Ein echtes Brot. Gesund, lecker und sehr einfach zu backen. Alles, was Sie tun müssen, ist uns Schritt für Schritt zu folgen. Der Wert der Netto-Kohlenhydrate entsteht, wenn man Ballaststoffe und unverdauliche Kohlenhydrate von den gesamten Kohlenhydraten abzieht. Nur das, was wirklich den Blutzuckerspiegel ansteigen lässt, bleibt übrig. Deshalb ist dieser Wert für Diabetiker und für alle, die gesund leben wollen, so wichtig. Schauen wir uns vor dem Rezept kurz die Nährwerte unseres Brotes an. In unserem diabetischen Brot beträgt der Wert der Nettokohlenhydrate pro 100 Gramm nur 2,7 Gramm. Aber wie sieht das bei den Broten aus, die man im Supermarkt findet? Weißbrot enthält 44 bis 50 Gramm, Vollkornbrot 35 bis 40 Gramm, Roggenbrot 30 bis 35 Gramm. Das bedeutet, selbst das niedrigste, nämlich das Roggenbrot, hat mindestens das Zehnfache unseres Brotes. Außerdem hat unser diabetisches Brot durch den hohen Ballaststoffgehalt eine sehr niedrige glykämische Last, also die Geschwindigkeit, mit der der Blutzuckerspiegel ansteigt. Unser Körper kann dieses gesunde und leckere Brot sehr gut vertragen. Dieses Rezept haben wir nicht nur für Diabetiker und Menschen mit Prädiabetes entwickelt, sondern auch für alle, die sich ketogen ernähren, abnehmen möchten oder einfach gesünder essen wollen. Kommen wir nun zum Rezept. Bereiten wir unsere Zutaten vor. Wir wiegen alles genau ab. Wir stellen sie in kleine Schüsseln. Das wichtigste Geheimnis dabei: Ordnung halten. 60 Gramm Leinsamen, 80 Gramm Weizenkleie, 55 Gramm Sesam, 5 mittelgroße Eier, 10 Gramm Chiasamen, 16 Gramm Flohsamenschalen, nicht als ganze Samen, sondern als Pulver oder kleine Schalen. Beide Varianten können gleich verwendet werden. 20 Gramm Trockenhefe, 4 Gramm Zucker, um die Hefe zu aktivieren. Dieser Zucker wird von der Hefe verbraucht und bleibt nicht im Brot. 8 Gramm Salz, 5 Gramm Backpulver, 6 Gramm Essig. Das sind unsere Zutaten. Nun beginnen wir mit dem Mahlen. Je feiner, desto homogener wird das Brot. 60 Gramm Leinsamen und 10 Gramm Chia werden zusammen zu Mehl gemahlen. 80 Gramm Kleie ebenfalls mahlen. – 55 Gramm Sesam werden ebenfalls gemahlen. Falls die Flohsamenschalen nicht in Pulverform vorliegen, 16 Gramm ebenfalls mahlen. Wir verwenden 5 Eiweiß und ein Eigelb. Inzwischen heizen wir den Ofen auf 235 Grad Ober- und Unterhitze vor. Nun können wir die Zutaten zusammenfügen. In eine größere Schüssel geben wir das Leinsamen-Chia-Mehl, die Kleie und das Salz. Dann bereiten wir 130 Gramm kochendes Wasser vor. Wir rühren kurz und geben das Wasser dazu. Danach 1 bis 2 Minuten gut vermischen, bis alles homogen ist. Diese Mischung muss nun 25 Minuten stehen, damit sie weich wird und geliert. Zu den Eiern geben wir das Sesammehl und den Essig. Diese Mischung erhöht den Proteingehalt und verbessert die Elastizität des Brotes. Wenn sie homogen ist, stellen wir sie beiseite. Jetzt aktivieren wir die Hefe. Wir geben 4 Gramm Zucker und etwa 40 Gramm lauwarmes Wasser mit ungefähr 30 Grad dazu. Rühren, bis sich alles aufgelöst hat. Der Zucker dient nur dazu, die Hefe zu aktivieren. Er bleibt nicht im Brot.
12 bis 13 Minuten reichen, bis die Hefe aktiv und schaumig wird. Währenddessen warten wir ja, dass die erste Mischung 25 Minuten zieht. In den letzten 12 Minuten dieser Zeit sollte auch die Hefe aktiviert werden. Zeitkontrolle ist hier sehr wichtig. In eine Backform mit 20 x 10 cm legen wir Backpapier. In eine hitzebeständige Schüssel geben wir mindestens 300 Milliliter kochendes Wasser und stellen sie auf den Boden des Ofens. Diesen Dampf brauchen wir für die erste Backphase. Die 25 Minuten sind vorbei. Die erste Mischung ist weich geworden und die Hefe ist aktiviert. Zuerst geben wir die Hefe dazu, danach die Eiersesamessigmischung. Mit einem Spatel verrühren. Nun streuen wir 16 Gramm Flohsamenpulver dazu und rühren weiter, bis alles homogen ist. Danach noch 30 Gramm Wasser zugeben. Der Teig wird schnell fester. Die Konsistenz sollte wie ein dicker Kuchenteig sein. Zum Schluss aktivieren wir das Backpulver mit ein paar Tropfen Essig und geben es ebenfalls dazu. 20 Sekunden weitermischen. Jetzt kann der Teig in die Form. Wir geben den Teig in die Form. Mit einem nassen Spatel glätten wir vorsichtig die Oberfläche. Wir decken die Form so ab, dass der Teig atmen kann. Eine Gehzeit von ungefähr 12 Minuten reicht aus. Danach sollte der Teig um 20 bis 30% aufgegangen sein. Wir beginnen mit dem Backen. Die erste Phase dauert genau 15 Minuten. Der Ofen steht auf 235 Grad mit Ober- und Unterhitze. Das kochende Wasser ist unten im Ofen. Wir stellen die Form auf die mittlere Schiene. Das Wichtigste beim Backen ist die Kontrolle der Kerntemperatur. Jeder Ofen arbeitet unterschiedlich. Deshalb verwenden wir ein Thermometer. Wir stechen es genau in die Mitte des Teigs. So kontrollieren wir sowohl die Zeit als auch die Kerntemperatur. Wenn Sie kein Thermometer haben, dann halten Sie sich an die Backzeiten. Die erste Phase dauert 15 Minuten, die zweite Phase 60 Minuten. Nach 15 Minuten sollte die Temperatur im Inneren des Teigs bei 55 bis 60 Grad liegen. Danach nehmen wir die Schüssel mit Wasser heraus und wechseln zur zweiten Backphase. Diese Phase dauert 50 bis 60 Minuten. Wir stellen den Ofen auf 220 Grad und schalten nur Unterhitze ein. Nach etwa 20 bis 25 Minuten erreicht die Kerntemperatur 100 Grad. Ab diesem Punkt verdampft das Wasser im Teig und tritt durch die Poren des Brotes nach außen. Dieser Prozess dauert etwa 30 bis 35 Minuten. Am Ende steigt die Kerntemperatur auf 101 Grad. Nach weiteren 5 Minuten können wir den Ofen ausschalten. Aber Vorsicht, die gesamte zweite Backphase sollte etwa 60 Minuten dauern. Sonst bleibt zu viel Wasser im Inneren und die Textur wird matschig. Jetzt folgt die kontrollierte Abkühlphase. Wir schalten den Ofen aus, lassen die Tür aber leicht geöffnet. Diese Phase dauert 10 Minuten. Danach nehmen wir die Form vorsichtig heraus und lösen das Brot vom Backpapier. Unser Brot wiegt jetzt etwa 470 Gramm. Wir decken es oben ab und lassen es auf einem Gitter auskühlen, damit es von unten Luft bekommt. Mindestens 3 Stunden sollten es sein. Je länger, desto besser. Jetzt ist es Zeit, das Brot zu schneiden. Mit seiner knusprigen Kruste der weichen, luftigen Krume. Ein leckeres, gesundes und diabetikerfreundliches Brot. Für Diabetiker ist die richtige Ernährung sehr wichtig. Manchmal bringt sie auch Schwierigkeiten mit sich. Unser Ziel ist es, mit gesunden und leckeren Rezepten zu helfen und mehr Freiheit im Alltag zu ermöglichen. Dieses Brotrezept bedeutet gleichzeitig auch für alle, die sich kohlenhydratarm und gesund ernähren möchten, die Chance, wieder Brot zu genießen. Wenn Sie es ausprobieren, werden Sie den Unterschied deutlich spüren. Guten Appetit! Auf unserem Kanal Diabetesköche finden Sie viele weitere gesunde und leckere Rezepte. Wir teilen bei jedem Rezept auch die Nährwerte. Zu wissen, was man isst, ist sehr wichtig.
Vergessen Sie nicht, uns zu abonnieren, das Video zu liken und einen Kommentar zu hinterlassen. Ihre Rückmeldungen sind für uns sehr wertvoll. Wir sehen uns im nächsten Video. Bleiben Sie gesund.